Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen ein leckeres Dessert aus dem Balkanraum zubereiten, und zwar Ruske Kappe, übersetzt russische Mützchen. So, das sind kleine Törtchen, die man schön aufhübschen kann, und dann freut sich jeder auf dieses leckere Dessert. Man kann auch am Feiertage machen, vielleicht für eine oder andere wäre das eine Idee zum Dessert. Um keine Zeit zu verlieren, legen wir sofort los. Für die Cremefüllung habe ich mich für Paradiescreme entschieden von Dr. Oetker. Es geht schnell und die Creme schmeckt mir auch richtig gut. Ihr könnt auch eine Schokoladencreme oder eine Creme nach eurer Wahl für diese leckere Ruske Kappe benutzen. So, jetzt fangen wir an. Ich habe hier schon in einen Behälter so Milch. Ich habe 600 Milliliter Milch und dann gebe ich die 2 Packungen Pulver rein. Ich habe mich hier für die weiße Schokoladecreme entschieden. Und nun brauche ich noch den Mixer. Jetzt habe ich etwa 3 Minuten gemacht, so wie auf der Verpackung steht. Nun werde ich das abdecken mit Frischhaltefolie, sodass das keine Kruste bildet, dass das alles so weich bleibt. Auch an der Oberfläche. Und nun stelle ich das im Kühlschrank und wir machen weiter mit dem Teig. Für den Teig brauchen wir folgende Zutaten: Mehl, Milch, eine Prise Salz, Kakaopulver, Zucker. Hier haben wir Backpulver, Eier, Sonnenblumenöl und Vanillezucker. Dann fangen wir sofort an mit flüssigen Zutaten zusammenmischen. Dafür brauche ich eine Schüssel. So, zu den Eiern gebe ich hier auch Zucker rein. Dann wird es mal auf eine niedrige Stufe geschlagen. Jetzt haben wir eine cremige Eierkonsistenz hier gewonnen, und als nächstes gebe ich dann die Milch rein und das Öl. Und das wird weiter gerührt. Nun werden die trockenen Zutaten miteinander gemischt. So, dann gebe ich hier Vanillezucker rein zu dem Mehl. Dann habe ich auch eine Prise Salz, gehört bei mir immer im Teig. Backpulver noch und Kakaopulver. Dann wird alles gut miteinander vermischt. Ja, dann kommt alles nach und nach in die Eiermasse rein. So, dann wird auch am Rand hier schön sauber gemacht und nochmal alles umgerührt. Ja, ich habe eine tolle Konsistenz am Teig gewonnen. Nun werde ich meinen Backofen vorheizen auf 180 Grad Umluft. Den Teig gebe ich auf dem Backblech jetzt und es wird gleichmäßig verteilt. Nun kommt das Blech in den vorgeheizten Ofen für etwa 30 Minuten rein.
Den Kuchenboden habe ich jetzt rausgenommen, so Zahnstocherprobe gemacht, alles gut. Jetzt lasse ich es mal ein paar Minuten abkühlen. Nun werde ich mit so einem runden Gegenstand hier, was ich habe, den Kuchenboden ausstechen und so viele Stücke wie möglich daraus gewinnen. So, die Reste, was ich von dem Kuchenboden hier übrig habe, werde ich dann klein machen und dann Desserts im Glas daraus zaubern. Also es wird nichts weggeschmissen. Bei den etwas dickeren Stücken, so halbiere ich in der Mitte, weil ich möchte nicht, dass die zu hoch werden. Dann gehe ich mit dem Messer hier in der Mitte. Einmal durch, vorsichtig. Der Teig ist noch ein bisschen warm. Dann kommt die Creme drauf. Das andere Stück oben drauf, so leicht drücken. Und dann mit dem Messer da auch am Rand die Creme verteilen. Nun wälze ich das in Kokosnussraspe. So, und das fertige Stück kommt jetzt in einen Behälter. So. Weil nachher kommt auch noch die Schokoladeglasur oben drauf. So, dann mache ich so weiter mit anderen Stücken. So, jetzt sind wir fertig mit der Fummelarbeit. Die Creme, die Kokosraspe sind jetzt dran an unsere Törtchen. Was noch fehlt, ist dann die Schokoladenglasur. Und jetzt werde ich dann alles beiseite tun, weil ich muss jetzt erstmal meine Schokoladenglasur machen. Dafür habe ich hier Schokolade und ich habe jetzt Sahne gekocht. Da kommt dann gekochte Sahne rein. Und dann wird gut umgerührt, bis die Schokolade dann weich geworden ist. So, die Schokolade hat sich gut hier aufgelöst. Nun geben wir die Schokolade auf die schönen Törtchen drauf. Mit einem kleinen Löffel versuche ich dann gleichmäßig zu verteilen. Ich hoffe, ich beschmiere das nicht alles. Im Endeffekt kann man auch andere Topping nehmen, Marmelade oder weiße Schokolade, je nach Geschmack. Das sieht schon jetzt super aus. Ich werde dann so ein bisschen dekorieren mit Schokostreusel. Auch Obst. Dann habe ich hier noch ein paar Deko-Sachen. Alles schön bunt. Und ein paar bunte Streusel. So beim Dekorieren könnt ihr eure Fantasie nutzen. Das kann man so schön gestalten. Ne? Und das wäre dann ein perfektes Dessert zu den Feiertagen. Et voilà! Guckt euch diese schöne kleine Kuchen an. So, unsere Ruske-Kappe, diese russischen Mützchen, die in balkanischen Ländern sehr beliebt sind, sind jetzt fertig. Sie werden aber ein bisschen später serviert, weil die Creme muss erstmal einziehen. Und ja, ich freue mich schon darauf. So, ihr Lieben, vielleicht für ein oder andere ist das eine super Dessertidee zu Weihnachtstagen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Diejenigen, die noch nicht gemacht haben, abonniert, auf den Abo-Button drücken. Und ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.